Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hi, ich bin Roman, dein Physio, und auf diesem Kanal sprechen wir über Gesundheit, Physiotherapie, Anatomie und alles, was so zum Körper dazugehört. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, und wenn es dir gefällt, lass gerne ein Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal. Heute sprechen wir über das ISG, das Iliosakralgelenk. Wir werden über die Anatomie reden, wie das Ganze so aufgebaut ist und welche Probleme es mit sich bringen kann, was man dagegen tun kann und auch Mythen und Fakten zum ISG ein bisschen aufheben. Lass uns mit ein paar Fakten starten, denn unsere Videos orientieren sich immer an moderner Evidenz. Und vieles, was man im Internet so sieht, ist nicht immer ganz auf aktuellem Stand. Also bevor wir loslegen, ist es wichtig, dass sich Bewegungen im Iliosakralgelenk nicht erfühlen oder ertasten lassen, weil die Bewegung im Iliosakralgelenk so gering ist, dass sie unter Belastung gerade mal 1 Grad beweglich ist, wenn überhaupt. Also wir reden wirklich über Mikromillimeter, und ohne Belastung bis zu 2,5 Grad beweglich ist. Das heißt, da findet eigentlich fast gar nichts statt, denn es ist einfach ein sehr, sehr stabiles Gelenk. Ihr werdet es dann am Skelett sehen. Das ISG ist also sehr, sehr stabil und kann enorme Kompressionskräfte weiterleiten. Zum Beispiel nach vorne in den vorderen Bereich der Symphyse. Auch das zeige ich euch dann. Dann gibt es oft Gurte und Stabilisatoren für das Becken, also so ein Beckengurt oder sowas, die man machen kann, damit es besser wird. Aber die bringen nicht wirklich Entlastung. Also die Evidenz zeigt einfach, die sind nicht so gut, wie sie versprechen. Das heißt, sie geben eher Input für den Kopf und muskulär vielleicht etwas mehr Aktivität, wodurch sich diese Instabilitäten dann verbessern können. ISG-Beschwerden deuten immer auf eine Sensibilisierung des umliegenden Gewebes oder dieser Region hin. Und Inhalt moderner Therapie sollte es sein, herauszufinden, woher kommt das denn? Woher kommt die Sensibilisierung? Welche Struktur ist daran schuld? Und dafür gibt es ganz viele spezifische Tests. Und auch ist wichtig, dass das ISG nicht manipuliert werden kann. Das bedeutet, da irgendwo rumzurenken und rumzudrücken, wird wahrscheinlich keine Bewegung darin stattfinden lassen. Sollte irgendwann neue Evidenz rauskommen, die gezeigt hat, dass es geht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt drauf. Aber grundsätzlich ist das Gelenk so fest. Der einzige Fall, der mir bekannt ist, bei all den 1000 Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, war ein Autounfall. Und da wurde das Becken durch das Trauma geteilt. Ja? Und es war eine sehr, sehr komplexe Operation nötig. Und dadurch war es dann eben instabil und konnte manipuliert werden. Was aber auch pathologisch ist. Ganz wichtig zu betonen. Das zum Einstieg, das sind die aktuellen Fakten zum ISG. Und jetzt gehen wir mal zum Skelett und ich zeige euch das alles mal. Herzlich willkommen an unserem Skelett. Das ist übrigens Boney, und an ihm zeige ich euch das alles mal. Lass uns etwas tiefer eintauchen in die Anatomie des Iliosakralgelenkes. Das Iliosakralgelenk besteht aus den Gelenkflächen des Iliums und des Sakrums. Das Ilium bildet den oberen Teil des Beckens und das Sakrum ist ein dreieckiger Knochen, der sich aus 5 miteinander verschmolzenen Wirbeln am unteren Ende der Wirbelsäule bildet. Die Gelenkfläche des Iliums wird als Iliakalfläche bezeichnet und die des Sakrums als Sakralfläche. Diese Gelenkflächen passen perfekt zusammen und sind von glattem Knorpelgewebe bedeckt, das als Gelenkknorpel bezeichnet wird. Der Gelenkknorpel ermöglicht reibungslose Bewegungen und absorbiert Stöße, wobei der Knorpel eine sehr, sehr dünne Schicht hat, das darf man nicht vergessen. Je nach Anatomie und Kurse oder was man so machen kann, sagen manche auch, dass diese beiden Gelenkflächen aus tausenden einzelnen Untergelenken besteht, die alle zusammen eine Bewegung machen oder jedes einzeln. Wobei es aber nicht möglich ist, das irgendwie selektiv zu bewegen. Um das Iliosakralgelenk stabil zu halten, sind starke Bänder vorhanden. Die wichtigsten Bänder sind die Sakroiliakalbänder. Diese Bänder verbinden das Ilium und das Sakrum und bieten eine feste Verbindung zwischen den beiden Knochen. Sie tragen dazu bei, die Gelenkflächen in Position zu halten und überschüssige Bewegungen zu begrenzen. Zusätzlich zu den Bändern gibt es auch noch kleine Muskeln, die das Iliosakralgelenk unterstützen. Dazu gehören der Musculus iliocostalis lumborum, der Gluteus maximus und der Musculus piriformis zum Beispiel. Diese Muskeln arbeiten zusammen, um Stabilität zu gewährleisten und Bewegungen des Gelenkes zu unterstützen. Wobei man nicht vergessen darf, dass alle Muskeln in der Region irgendwie auch zusammenarbeiten. Es ist nie so, dass sich nur ein Muskel selektiv bewegt, also es ist immer ein gesamter Komplex, der da arbeitet. Was auch noch sehr wichtig ist und was ich euch zeigen möchte, ist die Verbindung hier oben. Hier ist der 5. Lendenwirbel, ihr seht das an der 5, und ein kleiner Knochen hier am Rand. Das sind die sogenannten Facettengelenke.
Auch diese Gelenke haben Menisken übrigens und Knorpel und können Probleme machen. Ihr seht, dass hier eine sehr hohe Kompressionskraft auf das Gelenk einwirkt, da die gesamte Größe des Thorax und das Gewicht, was unser Körper oben hat, ja, das muss ja alles senkrecht auf das Kreuzbein einwirken. Somit kann es auch sein, dass hier in der Region Schmerzen entstehen, die meist, wenn sie ganz lokal beginnend sind, punktuell sind, also genau an diesem Punkt. Wenn aber etwas chronifiziert und sich ausbreitet und einfach schon sehr lange da ist, dann kann sich der Schmerz auf die ganze Umgebung übertragen. Somit kann es auch dazu kommen, dass ihr denkt, ihr habt Schmerzen im ISG, obwohl es eigentlich im Facettengelenk stattfindet. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal von vorn anschauen, dann seht ihr hier die große Bandscheibe. Das ist übrigens unsere größte Bandscheibe, die am meisten Hebel und Gewicht im Körper tragen muss. Da unser Gewicht vom Körper hier drauf einwirkt, kann es eben auch sein, dass eure Bandscheibe einen Stress hat. Sie kann Risse haben, sie kann keinen guten Stoffwechsel in sich selbst haben. Das heißt, der Wasserhaushalt der Bandscheibe ist schlecht, wodurch es zu Schmerzen in dieser Region kommt. Auch kann es sein, dass sich eure Bandscheibe verformt und ihr hier auf diesen Nerv Schmerzen bekommt oder Druckgefühle oder Sensibilitätsstörungen oder irgendwas. Und dieser Nerv geht ja ab und hat viele verschiedene Anteile, die auch zum Beispiel im vorderen Bereich des Beckens sind oder hier unten weitergehen in Richtung Beine. Und auch dieser Schmerz kann sich ausbreiten und eine Problematik im Iliosakralgelenk andeuten. Dann ist es auch so, dass das Gewicht, was von oben kommt, sich hier auf diesem Beckenring verteilt. Und wenn ihr das jetzt mal verfolgt, dann geht es hier vor und hier vorne befindet sich wieder eine knorpelartige Verbindung. Das ist die sogenannte Symphyse. Und diese Symphyse muss ganz viel Gewicht von euch kompensieren. Und auch hier kann es zu Instabilitäten kommen. Gerade bei Jugendlichen, die können dadurch Leistenschmerzen entwickeln oder Beckenringinstabilitäten, wodurch es zu mehr Reibung kommen kann im Iliosakralgelenk, der Knorpel kann gestresst werden oder es kann auch zu mehr Belastungen auf die Bandscheiben kommen. Das heißt, das Problem kann eigentlich vorn liegen, aber ihr spürt es im hinteren Bereich. Grundsätzlich ist es so, wenn Gewicht auf euer Becken kommt, von oben drauf, dann zieht es die Beckenschaufeln auseinander. Ihr seht das schiebt sich hier nach unten und durch die Bandstrukturen zieht es das auseinander, wodurch wieder mehr Zug auf die Symphyse kommt. Und auch im hinteren Bereich kann es zu vielen Veränderungen kommen. Hier sind sehr, sehr starke Bänder gespannt, überall. Die seht ihr leider nicht auf dem Skelett, aber sie sind vorhanden. Und auch diese Bandstrukturen können Veränderung haben durch Stoffwechselprozesse. Oder auch zum Beispiel gerade bei Frauen, wenn sie in die Menstruationswochen kommen, dann kann es sein, dass sich die Stabilität oder die Widerstandskraft des Bandes ändert, weil es gibt eine Hormonumstellung in dem Bereich und dadurch werden Ligamente weicher. Dazu kommen muskuläre Disbalance, wenn ihr zum Beispiel hier euren großen Gluteus Maximus habt mit dem Gluteus Medius und Minimus und so weiter, also die vielen Muskeln hier und sie sind in einem schlechten Trainingszustand, dann kann es möglich sein, dass hier es zu mehr Scherbelastungen kommt. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt eine neue Sportart angefangen habt, in der ihr viel springt oder machen müsst oder was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Auch Veränderungen in der Hüfte zum Beispiel, des Femurs hier oben, überall. All das kann sich auf das Becken übertragen und auch Veränderungen im Knie und im Fuß. Ihr müsst einfach sehen, das Becken ist das Zentrum der Kraft und alles fließt hier zusammen. Somit muss es permanent den ganzen Tag sehr hart arbeiten. Das war unser kleiner Ausflug zum Skelett und ich hoffe, es hat euch gefallen. Abschließend kann ich euch sagen, vieles hilft und vieles hilft nicht. Ganz wichtig ist ein Muskelaufbau, ein Erlernen von Übungen, um die Lendenwirbelsäule zum Beispiel zu stabilisieren oder auch um die Hüftregion zu stabilisieren, wird sicherlich helfen, um die Probleme oder den Verschleiß oder die Belastung auf das ISG-Gelenk zu reduzieren. Es ist aber wichtig, dass ihr in dem Bezug auf jeden Fall eine therapeutische Abklärung habt und eine ärztliche Abklärung habt. Ihr dürft diese Informationen aus dem Video nicht nutzen, um euch selbst eine Diagnose zu stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es braucht immer eine professionelle Abklärung, weil ihr seht ja, es ist so komplex und es kann sein, dass ihr ein ganz anderes Problem habt und jetzt macht ihr eine Übung oder so und dann wird es schlimmer. Im Grunde geht es darum zu wissen und zu verstehen, dass die Muskulatur der entscheidende Faktor ist, um die Belastung auf das ISG zu reduzieren. Denn die Muskeln absorbieren Kräfte. In einer exzentrischen Bewegung, das heißt in einer Bewegung, wo sie sich dehnen und anspannen, da kompensieren sie Scherkräfte,
Gravitationskräfte und alles, was so auf euch einwirkt. Die Bandscheiben dienen als Abstandshalter zwischen den Wirbeln und als Gewichtsverteiler. Sie sind keine Stoßdämpfer, das ist ganz, ganz wichtig. Auch Bandscheiben haben einen sehr, sehr komplexen Prozess und da braucht es gezielt für euch Übungen. Die müssen auf euren Tagesablauf angepasst sein. Man muss gucken, was macht ihr so beruflich, weil sitzende Tätigkeiten erfordern eher mehr Bewegung. Sehr viel bewegende Tätigkeit erfordert eher mehr passive Übungen. Und diese minimale Bewegung, die unser Becken hat, die braucht es, um diese ganze Kraft auf euren Körper und von eurem Körper auf das Becken zu übertragen. Und manchmal hilft schon ganz simples Bewegen, wie zum Beispiel jede Woche 5-mal 30 Minuten spazieren gehen oder so. Diese kleinen Bewegungen im Becken, diese Nutationen, so nennen wir das, können helfen, Scherkräfte anders zu übertragen. Und auch ganz kleine Muskeln in eurer Wirbelsäule anzusprechen. Also Bewegung hilft auf jeden Fall, denn mechanische Belastung reduziert Schmerzen. Ihr kennt das, wenn ihr euch irgendwo stoßt, ihr reibt euch und der mechanische Reiz ist stärker als der Schmerzreiz. Er überlagert die Rezeptoren. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like da, abonniert kostenlos unseren Kanal. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.